Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konstatiert Pigeon News. Heute mal wieder mit Ehrengast Rainer Schwart in unserer Mitte, gemeinsam mit Robert Maas. Ja, werden wir heute mal eine Folge mit Rainer aufnehmen. Rainer, du bist ja nicht nur mehrfachster Golden Dolphin-Gewinner, ich glaube dreifacher für Deutschland, sondern auch, wie ich gehört habe, schon Weltmeister nach Weitstrecke 1995 mal gewesen. Und seit 2023, komischerweise, aber das werden wir heute rausfinden, warum, nicht mehr Mitglied des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e.V., sondern du reist in Holland, Richtig, in der Niederlande. in den Niederlanden. Und jetzt haben wir mal einen Experten für das Reisesystem in den Niederlanden, für den Brieftaubensport in den Niederlanden und können uns heute mal neben deiner Person schön beleuchten. Damit gebe ich das Wort ab an Robert zur Begrüßung und dann würde ich sagen, legen wir mit der Einleitung für Rainer los. Ja, also auch von mir erstmal ein herzlich willkommen in die Runde an euch drei und natürlich auch an die Zuschauer. Ja, ich freue mich ganz besonders heute. Ich kenne Rainer noch nicht so gut, aber ich habe den Namen oft schon positiv auch gehört aus vielen Gesprächen mit Rainer Püttmann. Und ja, bin jetzt mal also auf dich gespannt und auf dein Reisesystem und natürlich auf das ganze System, wie es in den Niederlanden stattfindet. Und ja, Rainer, wenn du dich noch mal kurz vorstellen könntest, das wäre super. Ja, dann machen wir das mal. Ja, ich bin jetzt 63 Jahre, bin seit 50 Jahren Brieftaubenzüchter mit einer Unterbrechung von 3-4 Jahren, so wie es dann immer so ist, wenn man in eine Lehre kommt. Mit 21 bin ich neu gestartet. Ja, habe ich wie gesagt, bis 2023 in Deutschland gespielt. Ich glaube auch ganz ansehnlich. Und 23 bin ich dann rübergegangen in die Niederlande. Ja, Rainer, vielleicht erstmal gleich vorweg die Frage, Niederlande ist ja nicht Deutschland, ist ja ein Nachbarland. Wo befindet sich denn dein Taubenschlag, dass du in den Niederlanden spielen kannst? Weil Robert und ich als östlichste Ostdeutsche fast, würde ich sagen, könnten uns das jetzt nicht vorstellen. Die Anreise wäre, glaube ich, zu lang, gell? Ja? Ja. Ja. Nein, ich wohne ungefähr 2,5 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Und Okay. es gab damals durch Deutschland eine Grenze, die gezogen worden ist von der MPO, die in dem Bereich wohnen könnten, in den Niederlanden mitspielen. Und in dem Bereich wohne ich. Mhm. Wie bist du zu den Brieftauben gekommen? Welches prägende Schlüsselerlebnis gab es da? Oder bist du so reingerutscht? Erzähl Nee, mal also davon, so ein bisschen von deiner Anfangshistorie. ja, okay, lass uns mal anfangen. Genau. Ja, wie gesagt, ich bin als 12-Jähriger, habe ich das erste Mal am Reisegeschehen teilgenommen mit 9 Jungtauben, das weiß ich noch wie heute. Zu den Tauben bin ich eigentlich gekommen, in meinem ganzen Dorf gab es überhaupt keinen Taubenzüchter. Jeder hatte ein paar Tauben am Haus liegen, aber das war's dann. So hatten keine richtigen Taubenställe, das waren so ein paar Kästen, die hinten an der Wand hingen und sowas hatte ich auch. Und in Rhede, Nachbardorf, da war ein Friseur und der war in Aschendorf im Brieftaubenverein. Und wenn ich da dann mal mit hinfuhr, dann habe ich immer die Pokale da bewundert mit den schönen Tauben da drauf. Und dann hat man auch mal nachgefragt, was ist das hier? Und dann hat er mir das so ein bisschen erklärt. Dann durfte ich auch mal auf den Taubenschlag. Und dann war es so weit, dass ich dann auch mal samstags oder sonntags, wenn der Flug war, durfte ich vorbeischauen und war auf die Tauben warten. Ich war natürlich morgens um 9 Uhr schon da mit meinem Fahrrad. Ab und zu waren die Tauben noch gar nicht raus. Okay, aber so, das waren die Anfangszeiten. Jo. Und dann hat dich jemand an der Hand genommen, der Friseur, und dir das ganze Taubengeschehen so ein bisschen näher gebracht. Ja, so richtig an die Hand genommen hat er mich nicht.
Es war auch so, dass ich mit meiner Mutter ab und zu nach Papenburg hingefahren bin zum Einkaufen beim Aldi. Und hinterm Aldi stand auch ein Brieftaubenschlag. Und dann war meine Mutter, ich sage mal, 1 Stunde im Aldi am Einkaufen, dann habe ich 1 Stunde vor dem Fenster gestanden, was heutzutage undenkbar ist, dass das jemand macht. Und vor allen Dingen, dass das ein Taubenzüchter zulässt. Das war noch damals ein sehr guter. Und dann hat sich das alles weiter so langsam entwickelt. Und dann irgendwann durfte ich dann auch in Aschendorf im Verein eintreten. Ja, und dann hat das seinen Gang genommen. Okay. Und kam dann auch gleich schon die Erfolge oder? Nee, so einfach ist es auch nicht. Ja, Nee, okay. das war nicht so. Obwohl Ja. mit den Jungtauben, ich muss sagen, ich habe wo ich mit 9 Jungtauben im ersten Jahr begonnen habe, ich habe in der ganzen Saison ein Jungtier verspielt. Das war für mich schon 'n Riesenerfolg. Mhm. 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 Und wann ging es denn für dich so richtig erfolgreich los, wo du sagen kannst, jetzt, wann Ja, waren deine erfolgreichen Zeiten? ich bin in 83 bin ich ja wieder neu begonnen mit den Tauben. Habe dann 10 Herbsttauben bekommen aus Paderborn von der Verwandtschaft. Und da war unter anderem die Nummer 1 dabei und das war schon 'n richtig guter. Das war 'n richtig guter, den kannte damals in der RV schon jeder. Mhm. Und dann hat sich das so alles weiterentwickelt und 1990 war ich das erste Mal mit'm Bus bei Lier, so wie wir alle mal waren. Und dann haben wir den Schlag van Hove-Euterhoven besucht. Mhm. Und dann kam ich mit Gerd, der übrigens in demselben Alter ist wie ich, näher ins Gespräch, ja. Und daraus hat sich ergeben, dass ich da im Herbst 4 Junge geholt habe. Und bei den 4 Jungen waren 2 richtig gute Vererber. Und dann ging das so langsam peu à peu immer weiter nach oben. Und wie gesagt, 95 war ich dann Weltmeister auf der Weitstrecke, unter anderem Koopman war Zweiter. Mhm. Mhm. Dann 97 habe ich dann erste Mal die Gauden Dolf gewonnen. Ja, von Mhm. da an war es eigentlich fast immer gut. Mhm. Schön. Ja, und diese Tauben, sind die immer noch in deinem Bestand verankert? Würdest du Ich würde gerne sagen, äh, der Stammvater von meinem Schlag ist immer noch 'n Originaler von Hove-Euterhoven. Das ist der alte Schism, der ist von 2000. Mhm. Ich, Mhm. 2010 haben die mir meine ganzen Zuchtweibchen geklaut Mhm. und da war ich natürlich am Boden und da wollte ich auch nicht mehr. Da habe ich auch alles verkauft Mhm. und abgegeben. Und dann unter anderem dieser Schism, aber weil er schon so alt war, wollte den keiner haben. Und dann habe ich den als einzigste Taube behalten. Der war alleine im Haus und nach 2 Jahren, dann habe ich mich mit da hat's wieder gekribbelt, weil wenn du es Mhm. einmal drin hast, dann hast du's drin, Mhm. da kannst du nicht vor weglaufen. Mhm. Ja, auf jeden Fall dann 2012 habe ich dann mir 10 Junge bei Büttmann geholt und dann hatte ich immer noch diesen alten Schism da rumlaufen. Dann habe ich mir von meinem Nachbarn 'ne Täubin ausgeliehen, was unter anderem auch das van Hove-Euterhoven Blut hatte. Die Mutter Mhm. davon, die hatte er wieder von mir gekriegt. Das war damals die 435. Die habe ich zusammengetan und die beiden letzten Jungen, 279 und 280, Sweet und Sweet Home, das sind quasi die Stammtauben meines Schlages heute. Mhm. Dann wieder gekreuzt, jeweils ist am Püttmann-Taube dran gewesen. Das sind die Stamper 1 und Stamper 2. Ja, okay. Und du Genau nach dem schickst Tauben wollte ich übrigens gerade fragen. Schism, also, Sweet Home. Ich hab's die ganze Zeit auf den Lippen gehabt. Was ist mit den Tauben? Ja, danach wollte ich tatsächlich fragen. Weil das sind auch so die Tauben, Rainer, die ich von dir kenne, als deine besten. Von Ja, denen hast du schon oft erzählt. mhm, Mhm. ja. ja. Das ist, wie gesagt, heute sitzt das noch in allen guten Tauben bei mir sitzt. Wenn du hinten den Schism siehst, dann bist du auf der richtigen Spur. Ja. Ja, und, rein noch kurz zu deinem System. Also, du schickst Vögel und Weibchen. Ja, seit ungefähr 8, 9 Jahren schicke ich beides auf totale Witwerschaft, Mhm, habe davor aber ewig nur Vögel geschickt. Mhm. okay. Und wie groß ist dein Reisebestand? Wie Ich viel Tauben beginne hast ungefähr mit zwischen 56 und 60 Tauben. du? Ja, okay. Hälfte, Hälfte ist das immer. Und gehe dann aber sehr schnell dass ich auf 40, 35 zurück bin. Von den gut Fliegenden bleibt der Partner dann zu Hause. Mhm.
Ah, okay. Mhm. Ne? Mhm. Also so, Ja, wie es ja, fast jeder macht. Ja, genau, überschaubarer Bestand auf jeden Fall. ja, Mhm. ja. Wie viele Genau. Zuchtpaare hast du? Ich züchte ungefähr aus 15, 16 Paaren und dann habe ich noch so 5, 6 Ammenpaare dabei, Mhm. ne? Okay. Das reicht Ja, auch für mich. ist absolut überschaubar. Und, Junge, wie viel setzt du da ab für dich, für deinen Bedarf? Ich hatte normalerweise beginne ich immer zwischen 60 und 80 Jungtauben. Mhm. Letztes Jahr hatte ich das auch, aber da hatte ich dermaßen Ärger mit einem, Wanderfalken. Der hat mir genau 39 Stück weggeholt. Mein Nachbar hat er 30 weggeholt, sodass ich die dritte Runde noch nachzüchten musste, dass ich überhaupt ein paar Junge hatte. Nun bin ich in diesem Jahr beigegangen, weil der Wanderfalke war immer noch da. Der sitzt bei uns in der Meierwerft oben. Wir wissen genau, wo er sitzt, aber da kommt's, ja, muss mit Mhm. leben. Mhm. Habe ich vorsichtshalber 40 Junge mehr gezüchtet, so dass ich genau 100 Junge abgesetzt habe für mich. Und so wie es will, ist er nicht gekommen dieses Jahr. Ja, also ich habe Ruhe vor ihm und dieses Jahr ist sowieso außergewöhnlich ruhig. Ich habe vielleicht 5, 6 Junge am Schlag verloren in der ganzen Zeit, mehr nicht, so dass ich noch Mhm. jetzt über 90 Junge habe. Ja. Aber lieber so rum als anders, Ja, ne? sehe ich Jetzt auch so. ja, Wenn's jetzt mal rappelt auf den Flügen, dann habe ich wenigstens noch was beizusetzen. genau, Ja, ja. Rainer, da können wir uns die Hand reichen. Auch wir müssen ja alle ein bisschen mehr züchten und wir müssen auf Holz klopfen. Wir haben dieses Jahr auch erstaunlich lange Ruhe vom Greifvogel. Also Ja, vielleicht haben sie mal endlich genug natürliche Beute in diesem Jahr zur Verfügung wäre oder schön, wenn's so wäre. ja. Mhm. Aber ich habe die Vermutung, dass sie leider bei einem anderen Brieftaubenzüchter zuschlagen, weil da Ah, wohnen auch 2 Züchter genau auf der anderen Seite von Papenburg und die haben jetzt, glaube ich, schon über 60 Stück weg. also Mhm. Junge. praktisch anders eingeschossen, ja. Da gehe ich von aus. Mhm. Na ja. Für mich gut, für den anderen natürlich sehr schade. Ja. Ja. Ja, Rainer, jetzt hast du vorhin schon mal so erzählt, dass du jetzt in den Niederlanden spielst. Gibt's das eigentlich auch andersrum, dass niederländische Züchter in Deutschland spielen? Bloß mal so aus reiner Hm, Neugier. ne, also hier in Ne, der Gegend wüsste ich's nicht, aber ich kann's natürlich nicht für ganz Deutschland behaupten. ne. Mhm. 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 Was viel gibt und das ist ja, das ist so vor 15, 16, 17, 18 Jahren, da waren die Preise in Deutschland, die Immobilienpreise noch sehr niedrig und in Holland unwahrscheinlich hoch. Das weiß ich, weil ich komme ja aus der Branche. Mhm. Ja, wir haben hier Dörfer bei uns, da sind, ja, 40% Niederländer jetzt, ne? Mhm. Die haben die Mhm. ganzen alten Gehöfte aufgekauft, die alten Häuser aufgekauft und die sind alle rübergekommen. Ah ja. Und die sind natürlich auch alle in den Niederlanden geblieben, mit den Tauben zu spielen. Ja. Mhm. Okay. Na ja, es wird ja 'n Grund haben, ne, warum, die Deutschen eher in den Niederlanden spielen und auf jeden Fall als andersrum. Ja, was war 'n so für dich der Grund, zu sagen, du Bei warst mir ja wirklich erfolgreich? ja, bei mir gibt's eigentlich nur einen einzigen Grund und das habe ich auch immer erwähnt. Das ist ja nicht so, dass ich da, hier irgendeine Fahnenflucht gemacht habe, sondern ich habe immer gesagt, ich sage, es wurden die Entfernungen, die wurden immer kürzer mit den Taubenflügen. Ich kenne die Zeit noch, da spielten wir mindestens zweimal 500, zweimal 600 und dann spielten wir noch hinterher den Lyon-Flug. Für mich Mhm. 800 Kilometer. Ja, was ist von der ganzen Sache noch geblieben? Wir sind noch glücklich hier oben in Ostfriesland, dass wir noch 'n 600er haben und vielleicht 2 500er, aber in den letzten Jahren haben sie, glaube ich, diese 3 Flüge über 500 gar nicht hingekriegt. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, ich sage: „Wenn die Entwicklung dahin weitergeht, dann ist es nicht mehr das, was ich am Taubensport liebe. Das sind nicht die Flüge, die ich liebe. Ich liebe die Flüge von 400 bis 800 Mhm. und, da werden mir in den Niederlanden werden mir da 6 Flüge angeboten. Wir haben, zweimal 780, einmal 750, einmal 670, 600 und 550. Mhm. Ja, und, ja, das sagt mir einfach mehr zu. Ja. Und hast auch so nie bereut? Also, die Nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht. Wobei wo ich gewechselt bin, da bin ich ehrlich, ich habe am Anfang heiden Respekt gehabt vor dieser Entfernung, weil Mhm. das kannte ich ja gar nicht mehr in Deutschland so richtig und bin in 23 auch
mit der B-Mannschaft an diesen Flügen teilgenommen. Das ist so, weil ich hatte einfach Angst, dass ich die Guten verliere. Und mein Vorsitzender sagte immer, du brauchst keine Angst haben, die können das. Ja. Aber ich habe es trotzdem nicht getan. Ja. Aber im zweiten Jahr merkte ich dann, Teufel nochmal, die packen einfach super an und dann habe ich wirklich das Beste, was ich hatte auf dem Schlag, ist auf die Tagesweitstrecke gegangen und die haben es richtig gut gemacht. Ja, schön. Also alles richtig gemacht. In dem Falle ja. Ja. Und wie viele Tauben schickst du denn zum Endflug? Oder zu den Langflügen, sag mal? Ich beginne. Auch noch so mit 30, also du hast ja gesagt, du beginnst so mit 60 und Ja. reduzierst auf 35. Ja. Ist das dann auch die 35, die auf die weiteren Flüge Das gehen, ist oder? mein Ziel für die Zukunft. Das ist das Ziel für die Zukunft. Aber im Moment ist es noch so, dass ich habe in diesem Jahr auf den ersten Weitstreckenflug habe ich 20 gesetzt. Auf den zweiten habe ich 18 gesetzt. Dann habe ich 16 und jetzt am Wochenende haben wir 780 Kilometer, da werde ich 14 setzen. Und dann in 2 Wochen haben wir wieder 87. Wenn sie alle fit sind, dann gehen da wieder 14 mit. Aber mein Ziel ist, dass diese Anzahl höher wird. Okay. Und wie viele Flüge habt ihr insgesamt in den Niederlanden? Wir haben insgesamt Flüge mit Marathon, Ja. 43. Ich meinte in einer Saison. Ja, das ist auch in einer Saison. Das ist auch in einer Saison. Allerdings sind da die Marathonflüge mit eingerechnet. Aber ich kann das ganz kurz aufsplitten. Wir haben 6, habe ich ja gerade gesagt, 6 Tagesweitstreckenflüge. Dann haben wir 6 mal die Mittelstrecke. Das ist von 300 bis 500. Und dann haben wir 6 mal die Kurzstrecke. Die geht bis 300. Plus 2 sogenannte Vorflüge. Aber in Holland gibt es keine richtigen Vorflüge. Wir kommen trotzdem preislich. Das Einzige, was da ist, dass sie nicht zur Meisterschaft zählen. Ja. Also da bist du dann ungefähr schon bei 20 Flüge, wenn du sie alle mitnimmst. Du hast ja auch am Wochenende 2 Flüge. Wenn die Tagesweitstrecke ist, hast du auch automatisch den kurzen Flug, sodass du deine Mannschaft splitten kannst. Ne? Bei der Mittelstrecke, dann hast du nur einen Flug. Ja. Und dann besteht noch die Möglichkeit, dass du die Tauben auf der Nahtour noch wieder setzen kannst, ne? Mit den Jungtauben zusammen. Ja, und Jungtauben haben wir 9 Preisflüge. Wobei die Entfernungen für mich sind, der weiteste ist 505 Kilometer, 2 394er, ein 445er, glaube ich, und der Rest ist dann 300 und 200. Ja, ist ja in Deutschland kaum zu schaffen mit der Altreise, das Jungtaubenprogramm. Ja, ich hatte im letzten Jahr meine Tagesweitstreckentauben, die hatten im letzten Jahr 7.530 Kilometer. Wahnsinn. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo die deutschen Züchter die Niederländer auch beneiden, auch, dass sie sich aussuchen oder dass ihr euch aussuchen könnt, an welchem Flug ihr auch teilnimmt. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich will nur 300. Du hast in den Niederlanden einfach erstmal von vornherein hast du sehr viele, die sich spezialisieren. Du hast die Marathonspieler, die sind nur am Anfang der Saison für dich zur Vorbereitung mit dabei, dann sind die weg. Dann hast du die Dachfront-Spezialisten, die fliegen dann wirklich hauptsächlich, die legen nur den Wert auf den Dachfront, so zum Beispiel Koopman jahrelang. Dann gibt es aber auch genug Züchter, die nur die Vitesse spielen oder nur die Mitfrontflüge. Ja. Das hast du in den Niederlanden schon, dass die sich alle mehr spezialisiert haben. So wie unser Eins, der jetzt neu dazugekommen ist, da musst du dich erstmal reindenken. Ja. Deswegen habe ich auch alles mitgemacht. Da musst du auch erstmal in eine Birne reinkriegen. Ja. Das glaube ich. Obwohl was ich schon gut finde, dass du, was in den Niederlanden ist, ich kann dir jetzt schon sagen, an welchem Tag ich im August, zu welcher Uhrzeit ich einsetzen muss. Das kriegen wir im März und das geht die ganze Saison durch. Ich habe bislang ein einziges Mal mitgemacht, dass das mal verschoben worden ist um einen Tag, das Einsetzen. Und da hat es einen riesen Ärger gegeben. Das ist immer donnerstags von 17 Uhr bis 19 Uhr und freitags von 17 bis 19 Uhr.
Das gibt es in den Niederlanden nicht so, die Flugverschiebung, dass Nee, das nee, ein bisschen nee, nach dem Wetter angepasst nee, wird? nein, Ne. nein, das kriegst du da nicht hin. Dann werden die, dann werden sie böse. Okay, weil das ist ja in Deutschland im Moment, gang und gäbe, dass da die Flüge verschoben werden. Ähm, Ja, okay, ich, ich bin auch mit vielen Züchtern, die mich auch so anrufen und so, wo ich im Kontakt stehe und so. Da sind auch lange nicht alle Züchter mit einverstanden mit dieser mhm, Verschiebung. mhm, Das Mhm. höre ich auch immer wieder raus, dass da sehr viele, vor allen Dingen junge Leute mit Kleinkindern und so. So, wir haben jetzt 'n neuen bei uns im Verein gekriegt in den Niederlanden von Deutschland, ist nur aus dem Grund rübergegangen. Der wäre sonst niemals rübergegangen. Der hat 2 kleine Kinder und er sagte: „Du, die rufen mittwochs abends an und dann ist doch nicht mehr dann und dann einsetzen, dann ist dann und dann einsetzen. Aber dann will meine Frau haben wir abgemacht, dass wir da und dahin wollen." Mhm. Das ist 'n Problem. Und da mhm, tickt der Niederländer 'n bisschen anders. Die sagen ganz einfach: „Ja, dann bleiben sie einen Tag länger im Korb." mhm, Ich glaube, das kommt auch so 'n bisschen davon, weil sehr viele Marathonspieler mit in den Vereinen sind. Da sind ja nicht nur Clubs von Marathon, die sind richtig mit im Verein. Wir haben bei uns auch einen Mhm. im Verein und die kennen das ja gar nicht anders. Die setzen immer dienstags abends ein und der Flug mhm. ist freitags oder samstags. Und von Und daher denken wie die sieht die dran. Versorgung denn aus, Rainer, der Tauben unterwegs? Die nehmen dann Futter mit, Ja trinken die klar, ganz normal? Also, da die haben, sind voll eingestellt. die Autos fahren, die bevor die 'ne Genehmigung kriegen, als Fahrer daran, teilzunehmen, müssen die erst Lehrgänge mitmachen, wie man Tauben füttert et cetera, wie die Versorgung im Kabi stattfinden muss. Die werden richtig ausgebildet und die werden auch in der ersten Saison wird immer 'n zweiter Fahrer dabei sein. Super. Nur wenn die das schon länger gemacht haben, dann können die alleine fahren. Mhm. Ja, Sehr ja, gut. sehr interessantes Thema auch, ja. Also, Ist auch Jetzt 'n spezielles Futter von, Mulder und ich weiß nicht, wie sind mit 3, 4 mhm, bekannte Namen, die haben ein spezielles Futter nur für diesen Tag entwickelt, was die Tauben kriegen. Das habe ich mhm, mir übrigens auch besorgt. Das kriegen die Tauben, die bei mir auf 'ne Kurzstrecke gehen, die kriegen auch an demselben Tag genau dasselbe Futter wie die im Kabi. mhm. mhm, ja. Was ist da für sind da für Komponenten so drin? Wie muss ich mir Ja, das Futter vorstellen? fragen mich nicht solche schwierigen Sachen mit Kohlenhydrat und Entschuldigung. so was alles, das will ich nicht. Alles klar, gut. Ist Ja. spezielles Futter für die Fahrt. Ja, das ist vom Pfannenrobeiße wird das gemischt Fertig. und, Mhm. das ist speziell für diese Autos. Ich Alles konnte das klar. auch nicht im Geschäft ich konnte das auch nicht bei meinem Futtermittelhändler kaufen. Ich habe das dann über die AfD-Link bezogen, Mhm. Mhm. ne? Funrobase kenne ich nicht. Ist das 'ne große Bitte? Firma? Funrobase kenne ich nicht. Ist das 'ne große Firma? Ja, okay, Nifuma hat das ja nicht. Nein, alles gut. Ne, alles klar. Ja. Und, jetzt Rainer, du setzt donnerstags oder freitags ein und Auflass ist dann in der Regel So samstags. ja, Okay. ja. Und Mhm. aber da gibt's schon Wetterverschiebungen? Dann bleiben die auch bis Sonntag im Korb oder werden die dann auch bei Letztes Jahr unser erster Jungtierflug, da sind sie 3 Tage im Korb geblieben. Mhm. okay. Mhm. Also Al achten Sie da schon sehr drauf, genau, auf das Wetter auch, zum ja. Auflass. Ja, ja, Gut, das klar, das Wetter, ja, da denken die schon drum. Aber das ist da wie gesagt, da bleiben die Tauben einfach 'n Tag länger im Korb. Ja. ja. Kein Das hatte ich Problem. erst falsch verstanden. Ich dachte, ihr haltet euch wirklich strikt an den Plan, aber dir ging's ja jetzt vor allem um das Einsetzen sozusagen, ne, weil ihr ja meistens auch 2 Tage Korbaufenthalt dann habt. Ja doch, Mhm. 2 Nächte sozusagen. Mhm. Ab diesem Jahr ist es so, ab 300 Kilometer sind 2 Tage Korbaufenthalt. Ja, Mhm. okay. Und dann kann man's halt auch noch nach hinten verschieben, wenn's jetzt, das Wetter nicht zulässt, dass die Tauben rauskommen, ist dann Dann halt auch wird 'n mal Tag 2 später Tage. aufgelassen oder 2 Tage später, Ja, Mhm. okay, dann verstehe ich das. Mhm. ne? So, jetzt sind wir mal schon wir sind ja noch beim Transport und jetzt höre ich jetzt ab 300 Kilometer 2 Nächte Aufenthalt. Ähm, wenn ich jetzt überlege, ich würde bei uns in der V vorschlagen, hätte ich 'ne wahrscheinlich hundertprozentige Gegenmeinung an die Hand nehmen sollte, weil es ist ja viel zu teuer. Der Fahrer müsste denn schon, ja auch 2 Tage bezahlt werden. Rainer, wie sieht 'n euer Satzgeld da aus pro Taube? Kann man sich möchtest du uns sagen, wie viel Korbgeld pro Taube du einsetzen musst?
Ja, es fängt an mit 75 Cent. Mhm. Und dann, es geht aber auch hoch bis fast 2 Euro Mhm. bei der Dachfront, ne? Ja. Mhm. Ja. Und das richtet sich dann nach dem geplanten, Auflass. Die Ja, weiteren Flüge sind natürlich teurer als die kürzeren genau. Flüge. Es geht an die Mhm. Abstände, ne? Mhm. Aber ich glaube, das ist hier, bei den meisten Flügen, meisten Vereinigungen hier in Deutschland auch so, ne? Wie Obwohl, ne, handhaben wo ich das vor denn? dem war, ne, wir hatten immer Also, denselben Preis von A ja, bis Ja, Ende. wir auch. Mhm. Ja, ja. Ne, das ist also da anders. ja. Was in den Niederlanden auch noch anders ist wie in Deutschland, wenn wir da schon dieses Thema haben, wenn ich sage mal so, wie jetzt dieses Wochenende ist Dachfront angesagt, dann spielt ganz Niederlande Dachfront. Mhm. Mhm. Dann spielt nicht eine Avdeling spielt dann Dachfront und die andere spielt Midfront. Das geht nicht. Mhm. Mhm. Alle spielen Kurzstrecke, alle spielen Mittelstrecke und alle spielen Weitstrecke an demselben Wochenende. Das ist so. Okay. Mhm. Ja. Und es gibt auch nur eine Reiserichtung, oder? Es ist ja nicht nur eine, das ist nicht, aber es ist nicht so wie in Deutschland, die gehen nach Süden, die gehen nach Westen, die gehen nach Norden und die nach Osten. So ist es da nicht. Es Mhm. geht Süden, Südwest bis noch ein bisschen weiter westlich. Aber das ist zwischen Süd und West, ist die Mhm. Richtung, immer Richtung Frankreich. Ja. Und legen das aber die, ich sage jetzt mal, die Clubs fest oder die Afdeling oder macht das die NPO? Nein, das macht die Avdeling. Und die Ja, müssen die Auflassorte dann von der MPO freischalten lassen. ja, okay. Genau dasselbe ist, wenn ich sag mal jetzt, wir haben den Flug Hirson und Hirson kannst du nicht anfahren an dem Wochenende, dann kannst du nicht als Veranstalter einfach sagen, komm her, wir fahren da und dahin. Mhm. Du kannst das vorschlagen, aber die MPO muss es freischalten. Mhm. Das Wie läuft in schnell Holland alles über die MPO. wie Mhm. schnell sind die von der NPO dann in spontanen Flugverschiebungen? Das, das geht sehr, sehr schnell. Mhm. Sehr schnell. Okay. Die sind dann auch im Dauerkontakt, ne? Mhm. An dem Wochenende. Mhm. Okay. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr ich glaube auch, das wäre in Deutschland auch nicht ohne Diskussion über die Bühne gegangen. Da war auch ein ganz Schlechtwetterfront in dem Gebiet, wo wir standen. Das stand fest. Wurde trotzdem eingekorbt. Dann wurde der Antrag gestellt, bei der MPO einen anderen Auflassort zu fahren, weil da soll es an einem Morgen gut sein, was es im Übrigen auch war. Aber jetzt kommt's. Anstatt 390 Kilometer sind die dann einfach auf 480 gefahren und 70 Kilometer weiter aus der Richtung raus. Mhm. Ich glaube, wenn du das in Deutschland gemacht hättest, hättest es zu leichten Diskussionen geführt. Mhm. Da habe ich nicht einen drüber meckern gehört, nicht einen. Mhm. Was bei uns im Club, ja, wieso? Ist doch für alle gleich. Mhm. Mhm. Ja, Ja. da sind Na wir ja, ein ich sage mal, das bisschen. ist wahrscheinlich auch noch so 'n bisschen der Unterschied, ne, wenn man so die Strukturen sieht, grad hier bei uns im Osten von Deutschland, da ist eben die AV-Fläche schon riesig. Also, Ja, das ja, ja, ja. ja. Das ist so. Ich habe mir das mal so ein bisschen rausgeguckt. Wir haben zum Beispiel unsere Avdeling, die hat eine Länge, nagelt mich jetzt nicht auf ein paar Kilometer fest, aber ungefähr 100 Kilometer lang Mhm. und die Breite ist ungefähr 80. Mhm. Und das ist immer zusammen Auflass. Mhm. Das sind 1100 Mitglieder haben wir in dem Bereich. Ja. Da Jetzt ist diese 100 mal 120, dieses Rechteck, ist dann nochmal wieder unterteilt in 4 Teile. Mhm. Das nennt sich dann Rayon. Das ist Rayon 1, 2, 3, 4. Da sind dann ungefähr 250 Mitglieder jeweils. Und Mhm. das ist dann die Avdeling. Und die lassen auch immer zusammen auf. Und das ist jetzt ab 2026 ist ihnen das zu klein geworden. Jetzt kommt in ganz Holland gab es bislang 11 Abdelingen. Das wird ab 2026 auf 5 Abdelingen zurückgeschraubt. Oh. Mhm. Ab nächstes Jahr sind wir mit der F-D-Link 11 zusammen. Dann haben wir immer noch eine Länge von 100 Kilometer bis 120. Aber die Breite, die wird dann 160 Kilometer breit. Mhm. Okay. Da machen wir allerdings ab jetzt auch schon ab 300 Kilometer immer zusammen aufzulassen. Mhm. Das ist so. Mhm. Und diese, Rayons, die sind dann
in der Breite geteilt, eher als in der Ja, in der Länge, und es sind immer nur gerade Striche. Es gibt nicht, wenn der Strich mitten durch dein Dorf geht und du wohnst an der Seite vom Dorf, du kannst einsetzen in Holland, wo du willst, in der Afdeling. Ich könnte einsetzen, wo ich will. Kein Problem. Aber in der Liste komme ich immer da, wo ich wohne. Okay. Also wir haben das jetzt aktuell bei uns der im Moment auch sehr, sehr, sehr stark spielt. Der wohnt in der Rayon 2, setzt aber in Rayon 4 ein, weil das eben seine Kollegen sind da. Das ist überhaupt kein Problem. Aber in der Preisliste erscheint er in Rayon 2. Und die Tauben werden auch sowieso gemeinsam transportiert Werden oder immer stehen die dann gemeinsam. nur gemeinsam? Also kann es auch sein, dass seine Rayon 2 woanders steht als Rayon 4, also aber nur ein paar Meter auseinander oder andersrum. Ja, die stehen nur Rayon ein paar 2 ist Meter. im anderen Kabinenexpress als Rayon 4. Ja, das kann durchaus sein. Wir Ja. sind, wir beginnen, glaube ich, mit 4 oder 5 große Züge. Das sind so, ich meine, dass wir dieses Jahr begonnen sind mit 18.000 oder so. Und die kommen dann auch zusammen raus. Die kommen zusammen raus und dann finden die Tauben sich eh unterwegs oder auch nicht, aber die haben dieselbe Strecke. Also ist Die müssen egal, sich ob die lösen. im selben LKW sitzen oder nicht. Ja. Ja. Guck mal, jetzt am Wochenende haben wir den 708, für mich sind das 780. Das ist ein Nationalflug, da lässt ganz Holland zusammen raus. Haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Die kürzeste Entfernung ist oben bei 480. Ich habe 780. Ach so, okay. Oh. Ja, oh. Das Das ist ist ein ein Unterschied. kleiner Den- Mittelstreckenflug noch Ja. da drauf. Der eine macht einen Mittelstreckenflug, der andere macht einen Eintages-Weitstreckenflug. Ja. Ja. Boah. Das ist schon eine Hausnummer, ja. Ja, aber wie gesagt, das ist schon klar, wenn wir Kopfwind haben, dann wirst du bei 780 Kilometer keine Chance haben, obwohl ich national letztes Jahr sogar noch unter den ersten 100 lag. Also da ist einiges möglich. Und ich mache es national sogar von 10 gesetzt, 9 Stück in die Preise. Bei 87. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Bloß um ganz in der Spitze zu landen, okay, das wirst du natürlich nicht schaffen bei Kopfwind. Ganz klar. Aber dafür hast du dann ja wieder deine Afdeling und wenn du noch einen Schritt weiter zurück gehst, deine Rayon. Das musst du dann dementsprechend einordnen. Ja. Oder eben, hast mal Rückenwind, dann hast du vielleicht auch einen kleinen. Selbst bei Rückenwind könnte es durchaus passieren, dass man da mal Glück hat und da vorne einen reinschießt. Ja, genau. Ja. Rainer, nun bist du ja, wir haben uns bei der Dolph getroffen, diesem Frühjahr. Und ich wusste, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so genau, dass du jetzt ja nicht mehr in Deutschland spielst, sondern in den Niederlanden. Und da stehst du mit mal auf der Bühne als Deutscher zwischen den Holländern, zwischen den Niederländern. Ja. Jetzt mal unter uns. Hast du da Gegenwind gekriegt? Haben sie dir ein paar doofe Sprüche gedrückt oder dass du als Deutscher da kommst und ja, sogar national, weil du gerade sagst hier so, ach, mit dem Nationalflüge hast du ja keine Chance. Okay, das sind halt die Flüge, aber du bist ja durchaus auch überaus erfolgreich da im Spiel, wenn du bei der Dolph so weit da vorne landest. Erzähl doch mal, wie hast du das hingekriegt? Ich glaube, dass das weiß jeder aus der Erfahrung. Wenn du Tauben bringst und keine Preise fliegst, dann geben sie dir ein Bier aus. Vielleicht sogar noch ein Schnäpschen dazu. Wenn du denen die Preise wegholst, ja, dann wird das schwieriger mit dem Bier. Dann bleibt es vielleicht noch beim Wasser. Ja, das ist einfach so. Es ist ja in dieser Region, wo ich hier bin, da spielen ja schon seit, was ich vorhin sagte, 17, 18 Jahren spielen ja jede Menge Deutsche spielen ja in den Niederlanden. Bloß die haben eben nicht so stark gespielt. Und deswegen ist da auch nie ein Thema drüber gewesen. Jetzt natürlich seit 2 Jahren, ja, es sind doch einige, die das nicht so gut finden, will ich mal so sagen. Ne? Und genau dasselbe war mit der Siegerehrung bei der Dolph. Okay, dann stehst du da als Deutscher zwischen den Holländern und dann wird die niederländische Nationalhymne gespielt. Ja, aber ihr wisst ja, die 2. oder 3. Strophe von der niederländischen Nationalhymne aus deutschem Blut entstanden. Ne? Hört euch die mal an, also von daher sind wir mit dabei. Okay. Ja. Ja. Ja, und
das war dasselbe, war im letzten Jahr mit der niederländischen Meisterschaft. Ich war ja auch erster nationaler Meister auf der Tagesweitstrecke und hatte die 2. und 5. nationale Asttaube. Ja, bei der Siegerehrung, ja, dann schlabbern sie doch schon. Ja. Aber Ja, aber insgesamt, es ist mehr positiv wie negativ, mit Abstand. Viel positiver wie negativer. unterm Strich seid ihr alle Brieftaubenzüchter oder sind wir alle Brieftaubenzüchter? Genau. Die Niederlande hat es zugelassen, dass solche Züchter teilnehmen. Also müssen sie auch damit leben können und müssen sie damit erwarten können, dass auch mal ein guter Deutscher dabei ist, So ist der da auch sportlich vorne an steht. Und du bist seit über 50 Jahren Brieftaubenzüchter. Du hast Erfahrung, du weißt, wo der Hase langläuft und du weißt auch, wie man Tauben vorbenennt. Das hast du bewiesen. Ja. Super. Das war ja auch so, der Peter Jansen, der hat ja auch hervorragend gespielt in Holland. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der war ja auch schon, der ist ja bestimmt schon 10, 15 Jahre da gewesen. Ne? Ja. Und es ist ja nicht so, dass ich der Erste bin. Ich habe übrigens letzte Woche noch mal mit Günter Pranger eine ganze Zeit gesprochen. Da erzählte der mir noch, dass sie schon vor 20 Jahren mit übergreifend Deutsche und Niederländer zusammen 3 Flüge im Jahr gemacht haben. Das sind so Sachen, die müsste man eigentlich viel mehr beleben. Dass man zusammen, warum schickt man 600 Kilometer Flüge nicht zusammen? Einfach mal so in den Raum geschmissen. Günter Pranger sagte, vor 20 Jahren ging das. Naja, das ist alles ein bisschen klein geworden. Ne? Das ist das Problem. Am liebsten auf keinen Fall mit irgendjemandem spielen, zusammenspielen, der ein bisschen stärker spielt. Ja. Gibt es eigentlich so, also siehst du bei dir einen Grund, warum du so stark bist? Also sagst du, du hast einfach diese Tauben dafür oder ist das dein System oder der Schlag? Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Einstellung zu den Tauben. Ich habe früher auch schon, wenn ich in Deutschland gespielt habe, ich habe nie nach einer Taube gesucht, die 12-12 fliegt oder so. Da kann ich nicht viel mit anfangen. Wenn ich eine Taube habe, die 12-9 fliegt und fliegt davon 8-mal im ersten Zehntel, die ist mir 10-mal lieber wie eine, die 12-12 fliegt und kommt mir mit 500 Astpunkten nach Hause. Ja. Das hat mich einfach geprägt, weil ich immer 2-3 Mal im Jahr bin ich nach Belgien gefahren, nach Holland gefahren, zu den Spitzenschlägen, habe mir das da angeschaut und es wurde immer nur über die gute Taube gesprochen. Es wurde nie über irgendeine Meisterschaft gesprochen. Es ging immer nur um die Spitzentaube. Und das hat mich so ein bisschen geprägt und ja, kann ich vielleicht noch erzählen. Damals im Verein, da war ich ja noch ein ganz junger Züchter. Welches Jahr das war, Simon muss dir vielleicht helfen, ich kann es nicht mehr genau sagen. Da hatte ich einen jährigen Vogel, der fliegt 12-mal Gesetz, 11-mal Preis. Und dann in der Herbstversammlung bei uns im Verein bisschen was getrunken und so. Und da habe ich so gesagt, den habe ich weggemacht. Ja, die sind fast über den Tisch gekommen, die alten Züchter. Die dachten, jetzt tickt er nicht mehr ganz sauber. Aber jetzt müssen wir mal eben die Sache zu Ende erzählen. Von den 11 Preisen, das war genau in dem Jahr, wo die Preisumstellung war. Wir hatten da früher 25%. Und dann ist es auf 33 umgestellt worden. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war. Aber in dem Jahr, das war das erste Jahr, wo wir 33% geflogen haben. Und da hatte dieser Vogel noch sage und schreibe von seinen 11 Preisen 10-mal im letzten Zehntel geflogen. Da habe ich den Jungs dann auch, ich sag, was hättet ihr denn gemacht, wenn diese Taube jetzt letztes Jahr nur einen Preis geflogen hat? Ja, die haben weggemacht. Ja, ich sag, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich sag, im Endeffekt hat die doch nur einen Preis geflogen, weil an die 33% musste man sich ja erstmal gewöhnen. Das kannte man ja gar nicht. Ja. Deswegen, ich habe eigentlich immer nach der Taube gesucht, die Spitzenpreise fliegen kann. Ja. War Anfang der 90er Jahre? Das muss in Anfang der 90er Jahre gewesen sein. 92 oder sowas vielleicht? Ja, irgendwie sowas war das. Ja. Ja. Aber jetzt muss ich noch mal nachhaken, jetzt bin ich direkt ein bisschen neugierig. So die Tauben, spielt der Körper für dich eine Rolle, das Auge, oder ist es wirklich rein die Leistung? Also kann die sein, wie sie will, Hauptsache die Leistung. Ich habe eine Sache, wo ich ein Faible drauf habe, wo ich auch richtig Wert drauf lege, das ist das Federwerk. Ja.
Es muss ein absolut perfektes Federwerk sein. Wenn das Federwerk nicht in Ordnung ist, dann bleibst du nicht bei mir am Schlag. Mhm. Mir ist es egal, ob die einen starken Rücken hat, einen schwachen Rücken. Ich habe Tauben in Belgien in der Hand gehabt, Asttauben. Ja, die hätte kein Teufel geklaut, weil sie so schrecklich sind in der Hand. Ja. Ja, aber die können es einfach. Ja. Ja, das Nein. freut mich immer, wenn jemand so eine Aussage tätigt, weil ich persönlich der gleichen Meinung bin, dass das egal ist. Ich lege auch gar keinen Wert auf Theorien, sondern die Taube muss es einfach können. Punkt. Ja, klar. Mhm. So Ich ein sage immer, bisschen ich habe von Tauben habe ich keine Ahnung. Das Mhm. Einzige, was ich wirklich kann, ich kann eine Preisliste lesen. Ja. Mhm. Dein Taubenursprung ist ja auch so ein bisschen die Van der Beele-Linie, ne? Du hast ja auch so ein bisschen Blixenblut drin gehabt. Ich weiß, da hatten wir von dir mal einen sehr gut vererbten Vogel auch. Der war doch Blixenblut. Und diese Blixentauben, das sind ja auch oftmals große Klobietauben, Richtig. die in der Hand, also ein Preisrichter würde sie nicht aussuchen für sich, sage ich mal so. Der wird sie nicht Äh, mitnehmen. Mit Sicherheit nicht. Ja, aber wir haben ja auch einige von der Sorte, auch wieder von dir gekriegt und so. Und das sind einfach keine Schönheiten, aber die Sind's Tauben nicht. können's. Und ich glaube, jeder, der mit der Blixensorte mal in Berührung gekommen ist und die lieben gelernt hat wegen ihrer Preise, der hat eine ähnliche Sicht, wie wir sie teilen, wie wir sie haben. Die Taube muss nicht schön sein, sondern Mhm. fliegen. Und Genau. die wird ja ohnehin mit jedem Preis schöner, sagt Alfred Berger so gerne. Mhm. Also, ja. Das ist auch so. Mhm. Ich habe damals auch sehr, sehr gute Tauben gehabt von Kees Bosua. Mhm. Die erste Taube, die ich bei Kees mitgenommen habe, ich kann wirklich sehr gut mit Kees. Und wir waren super immer zusammen bei der Dolph, wir haben Party gemacht, alles. Und dann war ich dabei und ich sag, Kees, ich muss auch mal eine Taube von dir haben. Ich sag, vom Besten. Ja. Er sagte, dann musst du die mitnehmen. Da habe ich die Taube in der Hand gekriegt. Ich denk, mir fällt ein Schuh aus. Das kann doch nicht sein. Ich sag, was soll die denn kosten? Ja, 1000 Gulden. Ich habe sie nicht mitgenommen. Gut, Ende vom Lied. Wir fuhren wieder zurück. Ich war damals mit dem Dirk Soland da. Mhm. Wir fuhren wieder zurück. Waren so 150 Kilometer weg. Und da habe ich zu mir selber so gesagt, Rainer, was bildest du dir eigentlich ein? Der Käse sagt, und du kannst gut mit Käse, der sagt, du musst die mitnehmen. Das ist eine gute. Aus seinem besten Paar. Und du sagst, die willst du nicht haben. Was bildest du dir ein? Mhm. Wir sind rechts rangefahren, ich habe angerufen. Ich sag, Käse, ich kaufe die Taube. Da habe ich die Taube gekauft. Paar die im ersten Jahr an meinen Onkel Jos damals, war auch ein Originaler von Vogel. Die war von 2000, die Marion habe ich sie nachher genannt. Züchte 4 Junge. Von den 4 Jungen sind 3 Junge, damals gab es noch Bezirk, bei den ersten 15 Asttauben im Bezirk. So viel dazu, wie eine Taube aussehen muss. Und zwar, was in den Niederlanden, meine ich, nicht ganz so gut gehandelt wird wie in Deutschland, das ist die Vorbereitung der Jungtauben auf die Preisflüge. Mhm. Das kenne ich, vielleicht sind wir hier oben in Ostfriesland auch ein bisschen verwöhnt gewesen. Das kenne ich ein bisschen anders. Wir hatten damals immer 5, 6 Trainingsflüge in der Woche, immer vom Meppen, immer vom selben Auflassort. Für mich, ich würde sagen, 50 Kilometer. Das hat immer super hingehauen, da kriegtest du die Mannschaft am Laufen, das war immer gut. Das ist in den Niederlanden, guck mal, wir haben jetzt den ersten Flug, den wir in Holland starten, der hat 125. Mhm. Und dann geht das direkt weiter auf 180 und dann geht das, ich glaube, dann geht es auf 150 und dann sind wir auch schon bei 200. Mhm. Das ist meiner Meinung nach verbesserungswürdig. Da sollte man drüber nachdenken. Also das finde ich in Deutschland, also da, wo ich von Ostfriesland, das war da besser. Rainer, ich möchte noch mal ein bisschen vielleicht zu den Meisterschaften kommen in Holland, in den Niederlanden. Ihr habt ja unglaublich viele Flüge. Ja.
Wie strukturieren sich da die Meisterschaften? Also sind das wirklich dann die Kurzstrecken, Mittelstrecken, Weitstrecken Meisterschaften und dann hast du die 9 Flüge, die zählen und von denen zählen alle oder nur 4 oder 5? Habt ihr Streichflüge dabei? Wie ist denn das? Ja, lass uns mal mit der Kurzstrecke anfangen. Ja. Da haben wir 6 Flüge, zählen tun 5. Mhm. Mittelstrecke, 6 Flüge, zählen tun 5. Mhm. Tagesweitstrecke, 6 Flüge, zählen tun 5. Mhm. Dann hast du bei den Asttauben, das ist, wenn wir schon bei den Meisterschaften, dann gibt es noch wieder den General. Mhm. Das ist dann von den 3 Flügen das zusammengepackt. Mhm. Also 15 Flüge dann. Ja, Oder- dann zählt, ich glaube 15 da musst du 15 Flüge, glaube ich, haben, ja. Ja. Mhm. Ne? Und bei den Asttauben, das ist in den Niederlanden auch anders wie in Deutschland. Da gibt es wird kein Unterschied zwischen jährig und alt gemacht. Mhm. Und es wird auch kein Unterschied zwischen Weibchen oder Männchen gemacht. Mhm. Es gibt Mhm. nur eine Asttaube auf der Kurzstrecke, es gibt nur eine Asttaube auf der Mittel- und eine Asttaube auf der Tagesweitstrecke. Das ist egal, ob das ein Jähriger ist oder ein Alter, das ist egal. Mhm. Und da ziehen dann alle 6 Flüge oder auch nur 5? Nee, auch. Das ist dasselbe. 5. Mhm. Mhm. Und in den Niederlanden, da zählen noch 25%, ne? Da ist nicht wie in Nee, Deutschland. nee, das stimmt nicht. Das ist auch 33. Ist 33, gut. Ja, ja. War mir jetzt nicht Ja, mehr ja. sicher. Ah, okay. Das sind auch 33. Das Mhm. habe ich erst am Anfang auch gedacht, aber das ist nicht so. Ja. Mhm. Und gegen wie, also ich stelle mir jetzt vor, also um Astau zu werden, sollte man natürlich auch auf in den größeren Konkurrenzen vorne sein oder zählen da nur die kleineren Listen? Da zählen die Rayon-Listen. Die Reihe, diese kleinsten. Ja, das heißt dann Fliehgebiet 2. Anstatt Rayon heißt das Fliehgebiet 2. Ja, Mhm. Und daraus werden die Astpunkte genommen für die Meisterschaften. also aus der kleinsten Liste, die möglich ist. Ja, das sind die kleinste ist ja die sogenannte, ja, hier nennt man es Vereinsliste, bei uns wäre das Ja, eine Club. VV-Liste. Mhm. Okay, Die zählt übrigens zu keinen Meisterschaften. Die zählt Okay. nur intern. Mhm. also es ist wie bei uns die Fluggruppenliste dann, die da bei euch zählt. Und in etwa wie viele Tauben konkurrieren denn da in dieser Liste? Die werden, ja, wir sind angefangen mit 17.000 Tauben, dann geteilt durch 4. Also 4 noch was. 4.000 Tauben. Um die 5.000 wird das sein. 4.000, 5.000. Und das Ja. bleibt denn auch bis zum Schluss immer so relativ konstant oder geht es? Nee, das geht dann natürlich runter. Mhm. Das geht runter, weil nachher hast du ja die Tagesweitstrecke und Ja. die Finesse-Flüge, dann Ach, die auf die das- Tagesweitstrecke gehen, die gehen ja nicht mehr mit. Ja. Mhm. Also habt ihr denn so zu den Endflügen auf der Tagesweitstrecke wahrscheinlich 1.000 bis höchstens 2.000 Tauben noch? die Ja, konkurrieren? sowas ähnliches. Dieses Jahr wird es entschieden weniger werden, Ja. weil dieses Jahr war wirklich ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Mhm. Mhm. Okay. Also dann sind ja so diese Zahlen der Listen so ein bisschen vergleichbar mit unseren Zahlen hier in Deutschland. Vielleicht habt ihr immer noch ein bisschen mehr Tauben, aber es ist jetzt nicht exorbitant mehr, sondern so doppelte höchstens. Ja, wie gesagt, aber oder- du kannst ja auch immer noch die Aufdelingsliste nehmen, ne? Mhm. Ah ja. Und dann die zweitkleinste Liste, das ist dann Rayon 1 und Rayon 2 zusammen. Mhm. Also es fängt an mit der Vereinsliste, dann kriegst du die Rayonliste, dann gibt's Rayon 1, also 2 Rayons und dann Mhm. die nächste ist die Abdeling. Mhm. Okay. Die Liste darfst du auch nehmen. Die ganz, ja, Oder? für die Nationalmeisterschaften glaube ich schon. Mhm. Und dann gibt es nochmal, dann kommt der Sektor. Mhm. Das sind, bevor ich jetzt was Falsches sage, ich meine, dass das 2 oder 3 Abdelingen zusammen sind. 2 auf jeden Fall, 10 und 11 ist auf jeden Fall zusammen. Ich weiß nicht, ob da noch eine Abdeling mehr dazu ist. Das ist dann der Mhm. Sektor. Mhm. Und danach kommt dann die Nationalliste. Ja. Und gibt es auf den Nationalflügen auch nochmal eine extra Meisterschaft, die ausgeflogen wird? Nicht, ja,
sie wird durch Sponsoren dann hochgepäppelt, ne? Mhm. Okay. Aber ich wüsste nicht, dass du da auf den Nationalflügen da eine nationale Meisterschaft hast. Das glaube ich nicht. Okay. Aber die Ergebnisse zählen natürlich mit zur Asttaubenwertung und zur Meisterschaftswertung. Ne? Mhm. Nee, Ja. die Frage ging eher da in die Richtung, ob nur mit der Nationalliste noch mal ihr habt ja mehrere Nationalflüge, ob es da noch mal so was Wir haben zwei Nationalflüge. Nationalflüge. Okay. Und der dritte Nationalflug, wir haben 3, Mhm. sorry, aber 2 zählen nur. Der dritte, das ist eine Sponsorengemeinschaft, Mhm. die den organisieren. Da ist der hauptführende Eierkamp. Mhm. Ja. Das ist der 750er. Der ist in 4 Wochen. Mhm. Mhm. Was ist das hauptführend, also als Sponsor? Ja, ja. Ja, Ja, und die organisieren das auch so ziemlich. Das ist, Mhm. werden dann auch Videos gemacht. Das ist eine ganz geile Kiste. Wenn die dann abfahren, dann hält er seine Ansprache da. Der Eierkamp Mhm. letztes Jahr, das war schon Mhm. ganz cool. Und was wir auch in Holland noch haben, wir haben so, nächste Woche haben wir, das heißt Attractieflug. Dann geht's Richtung Osten, Schierosten. Dann schicken wir einen Flug nach Helmstedt. Mhm. Ja. Warum? Der zählt aber nicht zum, ja, das, wie der Name schon sagt, Attractieflug. Da wird Geld ausgeflogen, da wird Mikrowelle ausgeflogen, da wird ein Kühlschrank ausgeflogen oder alle solche Sachen. Das ist Was heißt denn Attraxi? Was Attraxi heißt? Ja, das ist ein Attraktionsflug. Attraxi, okay. Okay, Ne? ja. Wo Spaß. übrigens ein Koopmann Ja, andere Jahre immer mit mindestens 50.000 dann teilgenommen hat. Ne? okay. Ja. Weil der stand da immer drauf auf diesen Flug, weil er komplett aus der anderen Richtung war. Komplett. Ja. Und konnten die Tauben das? Oder können die Tauben das? Ich habe letztes Jahr den ersten geflogen. Ja. Super. Ja. Schön. Erzähl Das was zur können die. Taube. Ich hab da 10 hingetan und waren alle 10 abends wieder im Schlag. Also Ja, okay. Überhaupt kein Thema. Mhm. Welche Tauben hast du da, wonach hast du die ausgesucht? Ich hatte eine sehr gute und die hatte ich auch mitgegeben, aus dem Grunde, weil das Jahr davor hatte mein Vereinskollege den Flug gewonnen. Mhm. Da habe ich zu ihm gesagt, ich sag, eine gute gebe ich mit. Ich sag, die 539, die geht mit. Und die war in bestechender Form, wirklich. Ja, und die flog auch den ersten. Ja. Na gut, ich meine, da habt ihr ja auch einen Vorteil. Eure Tauben können ja Deutsch, die können ja nach dem Weg fragen. Ja, genauso, das war der ausschlaggebende Punkt. Und die müssen nicht über die Grenze zur Passkontrolle, da müssen sie nicht anstehen. Genau. Also wir waren ganz klar im Vorteil. Ja, klar. Also als Niederländer hätte ich euch ja direkt nicht zugelassen. So geht's nicht. So nicht. Schön. Ach, herrlich. Ne? Ja, also spannende Themen heute hier. Das ist, wirklich interessant, ja. Schön. Ja, man sieht das mal von der anderen Seite, ne? Ja. Mhm. Genau. Was auch, also so viel können die Holländer nicht falsch machen, wenn ich die Zahlen von denen sehe, die habe ich mich mal rausgesucht. Mhm. Vorletztes Jahr hatten wir bei den 1100 Mitgliedern, die wir hier in Afdeling 10 haben, ich spreche jetzt von der Afdeling 10, hatten wir 6 Züchter Ende des Jahres weniger. Mhm. In diesem Jahr, also in 2025, hatten wir von 1100 Züchtern 3 mehr. Wie das Jahr da. Also das war eine 0,000 Zuwachsrate, aber Ja. es ist nicht zurückgegangen. Mhm. Das ist schon erstaunlich. Und hier sterben ja auch Züchter. Unter Mhm. anderem waren 72 Neuanmeldungen. Von den Mhm. 72 Neuanmeldungen waren 20 Wiedereinsteiger, aber 52 komplett neue Adressen. Krass. Ja, das ist schon nicht schlecht. Und wenn ich das Alter der Züchter betrachte, haben wir 50% der Züchter sind unter 65. Die Hälfte unter 65, also die Hälfte Ja. auch arbeitet. Und 75% sind unter 75.
Mhm. Von 1100. Also das sind schon, wobei ich sagen muss, 10 und 11 hier oben im Norden, wir sehen auch am besten aus von ganz Holland. Es gibt da auch schlechtere Zahlen oben im Süden. Da sind die Zahlen nicht so positiv. Aber das ist schon erschreckend. Warum das so ist, ja, frag mich. Warum haben wir in Deutschland, ich würde fast sagen, 5% Rückgang jedes Jahr? Mhm. Und das spiegelt sich in Holland nicht unbedingt wider. Weil die Zahlen, die sind ja nicht manipuliert, die sind ja nun mal ehrlich. Mhm. Ja. Wie sieht's denn bei dir an der Einsatzstelle aus, so von der Alltagsstruktur her? Siehst du da auch, siehst du das auch real, dass es jüngere Menschen sind? Oder Wir sind, sozusagen? ich würde fast sagen, dass ich bei uns in der Einsatzstelle so in der Mitte liege. Mhm. Ne? Ja. Ja. In Deutschland wärst du einer der Älteren, der Jüngeren. Ja. Sorry. Ja, ja. Mhm. Ja, wie gesagt, wenn 50% unter Ja. 65 sind, dann brauchen wir nicht lange reden. Mhm. Die Zahlen sind nicht schlecht. Also da habe ich doch Hoffnung, dass in 20 Jahren noch Tauben gespielt wird. Ja. Naja, was du vor uns beschrieben hast mit dem Einsetzen, das kann schon auch eine Rolle mitspielen, ne? Weil in Deutschland musst du ja echt flexibel sein. Und wenn Ja, das das ist ja, das Problem ist, ja, wir sprechen immer drum, wie kriegen wir junge Züchter dazu? Ja, wenn ich einen jungen Züchter sowas zwischen die Hörner haue, dass er seine Frau jede Woche sagen muss, du, ich weiß nicht, ob ich am Sonntag mitfahren kann. Das kann auch sein, dass wir erst am Sonntag einen Flug haben oder dann an Mhm. dem Abend kann ich nicht mit einkaufen fahren. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht Tauben einsetzen muss. Ja, dann wirst du irgendwann zu Hause Ärger kriegen. Mhm. Mhm. Schon Und alles ich eine Rolle weiß auch nicht, was mitspielen. das Problem ist, dass die Taube eine Nacht länger im Korb sitzen soll. Ich sehe da überhaupt keine Probleme drin. Im Gegenteil, ich finde es sogar besser. Wir hatten in diesem Jahr, wo wir das eine Mal da verschoben haben, da kamen die morgens um 5:30 kamen sie beim Auflassplatz an und um 7 Uhr ist der Auflass. Dann sprechen wir mal mit dem LKW-Fahrer. Das funktioniert nicht. Die Tauben trinken nicht. Mhm. Kannst du vergessen. Nee. Nee. Mhm. Ja, ich meine, vieles wird wahrscheinlich auch um die Finanzierung gehen. Ja, okay, dafür müssen wir ein bisschen mehr bezahlen, aber dann Ja. habe ich aber lieber, ich bezahle lieber ein bisschen mehr, setze ein paar Tauben weniger, wenn es an das Finanzielle liegt. Aber ich weiß, dass die tiptop versorgt werden Mhm. und ja, Mhm. alles für den Rückweg so gemacht wird. Wie gesagt, ohne Wasser funktioniert das nicht. Das kannst du vergessen. Nee. Ja. Rainer, vielleicht noch mal zum Transport. Ich glaube, das ist in Belgien ja so, dass die so Fuhrunternehmen haben, die Tauben fahren am Wochenende. Die sind wohl LKWs, die in der Woche andere Güter fahren. Wie ist denn das da bei euch? Wer ist denn der Anbieter oder wer ist der Eigentümer vom LKW, vom Kabinenexpress? Du hast ja schon gesagt, die Fahrer werden geschult extra vom NPO. Ja, was sind das für Kabis, die bei euch fahren dann? Also die Zugmaschinen, die werden angemietet für das Wochenende. Mhm. Die Auflieger gehören die Afdeling. Mhm. Ne? Also es Okay. wird kein Fahrzeug, also eine Zugmaschine, die ganze Woche nur rumsteht und kein Geld verdient, gibt's da Ja. nicht. Die werden für das Wochenende gemietet. Mhm. Und läuft denn auch, wenn mal ein Flug am Montag stattfinden muss, dass die Zugmaschine dann stehen bleiben kann? Oder gibt es da dann Probleme und Nee, Rütteleien? nein, also das wissen diese Firmen, die arbeiten ja schon länger mit den Ja. Afdeling zusammen. Also das ist schon ein Zusammenspiel. Guck mal, wenn du sicheres Geld hast, jedes Wochenende am Anfang Mhm. fahren wir mit 4 LKWs los, 4 oder 5, Mhm. ne? Da kannst Mhm. du 4, 5, weil die dürfen ja auch samstags, sonntags fahren. Und Ja. sonst darfst du samstags, sonntags nicht fahren, dann wird das Auto kein Geld verdienen. Also dann werden die auch schon als Firmenchef echt dann auch sagen, okay, dann muss ich mir auch ab und zu mal was einfallen lassen. Ja, ja. Na ja, okay. Und die Auflieger hier der AfD-Link, Die Auflieger gehören die Afdeling, die Körbe da drin gehören wieder dem Verein. okay. Mhm. Und die Körbe sind auch alle einheitlich. Da habt ihr keine Alle Sorgen, wenn mal die einheitlich, Körbe. sind aber alle nummeriert. Mhm. Also du kriegst jedes Mal deinen Korb auch wieder. Ah ja. Mhm. Mhm. Ne? Und beim Zusammenholen, dann ist es immer so,
Also was heißt immer so? Es kommt nicht immer der große LKW. Mhm. Es kommen auch Anhänger, wo dann so Mhm. 50 Boxen drin kommen und dann treffen die sich unterwegs und dann wird umgeladen. Mhm. Mhm. Also ich weiß im Leben nicht, wo meine Tauben sitzen. Habe ich noch nie gewusst, wo die sitzen. Im Kabi, ich weiß es nicht. Die werden immer umgeladen. Mhm. Ist das Stress für die Tauben oder können sie es irgendwann? Das ist die Wünsche, die. Ich denke, dass das nicht unbedingt der große Stress ist. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie früh an Auflassort sind, dass sie da Mhm. Ruhe kriegen, dass sie da Zeit kriegen zum Trinken. Das ist, glaube ich, das A und O. Mhm. Ja. Und die Fahrer nochmal, die fahren aber nur am Wochenende Tauben oder fahren die auch unter der Woche, sind die Angestellte von den Firmen der LKWs, von der Zugmaschine? Wenn ich da ehrlich bin, dann bin ich jetzt im Moment überfragt. Aber ich Ja. könnte mir vorstellen, dass die in der Woche auch bei der Firma dann arbeiten. Hm. Okay, ist so. Es war nur eine Ja. Brandfrage, alles gut, nichts Wichtiges. Ja. Rainer, was willst du noch erzählen? Bitte? Was willst du noch erzählen? Wovon willst du noch? Nee, du stell mir Fragen und dann kann ich antworten. Doch, wir haben schon ganz viel gefragt. Ja. Ja. Robert, hast du noch Fragen an Rainer? Nicht. Nee, also wie gesagt, ich fand das echt spannend und ich glaube auch ein paar Denkanstöße, wo man sich über viele Sachen mal so Gedanken machen sollte. Ja, ich glaube, Simon, Dass man das Vielleicht- von der Geografie her schon alleine keine Nationalflüge in Deutschland machen kann. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist doch Mhm. doch Ja. klar. Aber wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass das Ruhrgebiet hat jahrelang ihre Ruhrgebietsflüge gehabt, dann sind da irgendwelche ein paar Züchter kommen dann nicht mehr gut klar, sehen andere im Vorteil und dann werden die Sachen über den Haufen geschmissen. Ja. Das finde ich eigentlich schade. ja, Ja. Wobei, ich komme ja eigentlich hier oben aus der Fluggemeinschaft aus Friesland, da muss ich ja sagen, das war hier nicht schlecht, ne? Mhm. Wir hatten 9 Reisende erfahren, Mhm. dass da eine Fluggemeinschaft war und die haben auch vom ersten bis zum letzten Flug einen gemeinsamen Auflass gemacht. Ich Mhm. kenne noch Zeiten, da haben wir den ersten Flug um die 12.000 Tauben gehabt. Mhm. Das haben wir alles gehabt, aber das entwickelt sich ja alles weiter zurück. Wir haben damals Bezirksflüge gehabt, 23.000 Tauben. Mhm. Warum gibt's sowas nicht mehr? Mhm. Ich verstehe es nicht. Ja, ich kann mich selbst auch noch an Flüge erinnern. 10.000 Tauben, 9.000, 11.000, 8.000. Geht immer weiter runter. Jetzt haben wir noch 4.000 Tauben. Ein bisschen mehr Da vielleicht. hatten wir Großmuster. jetzt bei der Fluggemeinschaft, der ganze Regionalverband hatte, glaube ich, gerade noch 4.000 Tauben. Mhm. Ja, das ist eigentlich schade. Ja, guck dir unsere Nationalflugliste vom letzten Jahr an. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber das war auch sehr, sehr wenig. Ja, naja. Ja, Rainer, Ich glaube, Ich dass wir denke- in Deutschland fehlt die Flexibilität. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Grund, dass die Zahlen nicht unbedingt gut sind. Dann, wenn diese Gebiete etwas größer wären, dann könnte man auch in Deutschland 2 verschiedene Flüge an einem Wochenende anbieten. Dann könnte man auch sagen, komm her, wir schicken diese Woche einen 250er und einen 450er. Und dann hättest du mit Sicherheit mehr Züchter, die dann nochmal den 250er versuchen, bevor sie die Segel streichen. Mhm. Ich finde, da sollte man sich ein paar Gedanken drüber machen, ob man da nicht ein bisschen Flexibilität reinkriegt. Weil die Autos stehen ja dann meistens zur Verfügung. Ja, Und fährst auf dem 500er ja nicht mit 4 halbe Autos voll. Nee. Mhm. Bei mir in der Fluggemeinschaft, die aus Friesland, der zweite LKW, der wird gar nicht mehr eingesetzt. Der könnte ja einen 200-Kilometer-Flug machen. Mhm. Ja. Ja. Ja, nun. Aber das ist, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung und was dann richtig und so, das weiß ich auch nicht. Das wissen wir auch noch nicht. Nee. Ich finde, es war eine knackige und
enorm spannende Folge. Also, Rainer, an der Stelle vielen Dank für deine Zeit. Ja, und würde jetzt, nachdem Robert seine Abschlussworte gesagt hat, nochmal Rainer bitten, ja, sich zu verabschieden und dann würde man sagen, schon mal gut Flug, bis zur nächsten Folge. Ja. Ja, Rainer, auch von meiner Seite, also wirklich ein sehr interessantes Thema, auch deine Person an und für sich, sehr interessant, wie du auch mit Tauben umgehst. Also vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch nochmal an German Racer 8901, der darum gebeten hatte, dass wir dich mal einladen, und vielleicht auch für alle anderen Zuschauer. Ja, ihr seht, wenn ihr Fragen stellt, Zuschauerfragen habt, schreibt die in die Kommentare. Wir schauen, dass wir die beantworten können. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne liken, gerne teilen, und auch von mir weiterhin gut Flug. Und ja, Rainer, deine Schlussworte. Ja, da schließe ich mich an mit einem gut Flug und bleibt alle gesund. Ja, danke. Okay, ciao. Tschüss. Tschö.